Wie dieses Bild entstanden ist, das seht ihr jetzt in diesem Video. Im leichten Zeitraffer, aber fast alles genau so, wie ich es gemalt habe. Beginnen tue ich mit viel Farbe, die ich gleich direkt auf die Leinwand auftrage, und dann verteile ich das vorsichtig mit einer breiten Spachtel, damit ein abstrakter Hintergrund entsteht. Für dieses Bild will ich aber allerdings nicht zu unruhig werden, also übermale ich auch hier teilweise sehr schöne Strukturen, weil ich die Angst habe, ich will ja was hineinmalen und es wird dann zu unruhig. Zu den Farben: Ich verwende die neuen Acrylfarben von der Firma Aquarylic, und zwar in Gelb, Magenta, Rot und Orange und etwas Weiß. Ich arbeite so lange, bis mir der Hintergrund gefällt. Am Schluss habe ich noch ein gedämpftes Türkis dazugegeben, damit ein leichter grün-türkiston auch noch auf dem Bild zu sehen ist. Meine Idee war, ein Gesicht zu zeichnen mit einem Frauengesicht mit einer großen Sonnenbrille. Ich dachte mir, die Spiegelung der Sonnengläser finde ich dann in dieser Struktur wieder sehr gut zum Umsetzen, und es ist dann relativ einfach und man braucht nicht viel schattieren. Ich habe mir das Gesicht ganz leicht mit Kreide vorgezeichnet und nun beginne ich schon mit der Ausarbeitung. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was ich auf der rechten Seite malen werde, aber ihr habt es ja schon eingangs gesehen, es ist dann ein kleines Mädchen mit vielen Luftballons geworden. Zur Technik in diesem Bild gibt es nicht so viel zu sagen. Die Technik, den Hintergrund zu erzeugen, die habt ihr schon gesehen. Den Rest male ich eigentlich mit sehr viel Schwarz auf den Untergrund. Manchmal schattiere ich und trage ich dann auch helle Lichtpunkte wieder auf, je nachdem, ob es notwendig ist. Aber ansonsten wird alles gemalt. Auch das Gesicht arbeite ich noch etwas detaillierter aus. Also ich überarbeite schon ein wenig den Hintergrund. Das kann man jetzt je nach Belieben machen. Ihr könnt euch alles mit Kreide vorzeichnen. Dann kann man schön wieder wegwischen. Wichtig ist, dass der Hintergrund vorher natürlich gut getrocknet ist. Und das Angenehme ist, man kann bei den Acrylfarben auch wieder drüber arbeiten. Das heißt, wenn ein Strich nicht passen sollte, kann man es leicht wieder retuschieren. Ja, von der technischen Seite wäre das alles gewesen. Ihr könnt mir jetzt bis zum Schluss zusehen. Nach dem Video habe ich die Figur, das Mädchen, noch etwas geändert. Die hat mir dann am nächsten Tag nicht so gut gefallen. Am Schluss seht ihr dann die finale Version. Es sind nur kleine Feinheiten, aber das sieht man oft am nächsten Tag. Dadurch, dass ich das fast freihand gemalt habe, kann das schon passieren, dass da leichte Fehler natürlich auch einmal entstehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und vielleicht habt ihr Lust, so etwas nachzumachen. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Auch über ein Like freue ich mich natürlich immer gerne.